Hallo und herzlich willkommen. Wir sind das Jugendsinfonieorchester der Tübinger Musikschule und ich bin Kirill Stankow, der Dirigent dessen. Und wir machen heute unser allererstes eigenes Videotutorial zu einer Sinfonie, die wir gerade spielen. Und zwar die 4. Sinfonie von Gustav Mahler. Ein so großartiges Werk, dass wir uns gedacht haben, Mensch, wir haben da so viele tolle Momente und tolle Inspirationen von bekommen, die möchten wir gerne teilen. Das werden wir heute tun. So ziemlich jede Sinfonie hat eine Geschichte, die sie erzählt. Und diese Geschichte geht über mehrere Sätze und endet in einem Finale. Von denen aus möchten wir euch gerne zeigen, wo geht es jetzt hin. Und hören uns mal an, wie ist der Schluss dieser Sinfonie? Wo befinden wir uns da eigentlich? Johanna, würdest du bitte mal kommen? Wir genießen die himmlischen Freuden, singt da eine Sopranstimme. Also tatsächlich, wir sind angekommen im Paradies. Das Paradies für Gustav Mahler, der Endpunkt der Reise, wenn das Leben auf der Erde endet und dann der Übergang in die nächste, sozusagen in die nächste Form der Existenz. Keiner von uns weiß das, keiner von uns wird das je wissen. Es gibt Leute und Religionen, die behaupten, das zu wissen. Und was wir nur sagen können, ist vielleicht, und dieses vielleicht, die Frage danach, die stellt er sich in dieser 4. Sinfonie. Wohin geht unsere Reise? Mahler hat sehr früh bereits sich mit diesem Thema, mit Sterben auseinandersetzen müssen. Er hatte einen Bruder, den er sehr geliebt hat, mit dem er sein Kamerad eigentlich, sehr früh verloren an Krankheit. Das war zu der damaligen Zeit noch relativ normal. Und dass Kinder sterben, das war, so krass das klingt, gang und gäbe. Und trotzdem ist das nie leicht. Und es gibt einen ganz berühmten Autor, einen Dichter, Friedrich Rückert, der ein Kind verloren hat, sein eigenes nämlich. Und der hat das Ende des 19. Jahrhunderts sowas von überhaupt gar nicht überwinden können, dass er, ich glaube, über 400 Gedichte mit dem Thema Kindertod geschrieben hat. Ein Teil davon hat Gustav Mahler später dann vertont, die Kindertotenlieder. Und ganz traurig an der Biografie von Gustav Mahler ist, er hat hier in der 4. Sinfonie eine Reise verkomponiert, wie ein Kind tatsächlich in den Himmel kommt, also stirbt. Und ein paar Jahre später hat er dann wirklich seine Tochter verloren. Und die Fragen, die man sich danach stellt als Komponist, wenn man also weiß, mit welcher Materie man sich beschäftigt, ob man das nicht eventuell angezogen hat. Die Schuldgefühle, die dann aufkommen, ich glaube, die sind schwer sich vorzustellen. Das war 1907, 4 Jahre bevor Gustav Mahler gestorben ist, hat er seine Tochter verloren. Und die Musik, die danach komponiert ist, würde ich euch einfach mal ans Herz legen, wenn euch die Gustav Mahler 4. Sinfonie gefällt, dass ihr euch damit mal beschäftigt. Kommen wir zurück. In der 4. Sinfonie haben wir jetzt gehört, im 4. Satz sind wir also im Paradies angekommen, im Himmel. Die Reise dorthin ist eine Reise, die durch verschiedene Stationen laufen wird. Es sind 3 Sätze, die wir vorher hören werden. Der erste Satz beschäftigt sich mit der Zeit während des Lebens noch. Also ist es überhaupt noch nicht von Tod oder was die Rede, noch nicht von Sterben, vielleicht ein bisschen Krankheit, aber nichts Bedrohliches. Manchmal. Aber nicht bedrohlich wirklich im Sinne von, wir wissen, jetzt wird was passieren. Es geht los mit einer total schön geschilderten Situation. Die Atmosphäre hören wir uns mal an.
Am Anfang haben wir dieses Instrument, diese unglaublich freche Schelle. Marian. Dankeschön. Eine Schlittenfahrt. Dieses Glöckchen, dieses ganz Ferne, hat so viel was von Weihnachten und läutet so viel von der befreiten Stimmung ein, dass ich denke, das wollte Mahler auf jeden Fall. Ob er jetzt gesagt hat, hier von wegen, wir haben Weihnachten, wir haben eine Zeit, wo es vielleicht überdurchschnittlich viele Erkältungen gibt und wo Erkältungen schwache Menschen, kleine Menschen von Zeit zu Zeit tatsächlich traurigerweise auch dahin rafft. Das möchte ich nicht wagen zu behaupten. Allerdings ist die Assoziation im Hinterkopf, die wir haben, etwas auf jeden Fall sehr Gemütliches, was Freches und etwas, was sehr heimlich wirkt. Heimlich im Sinne von Heim, von Heimat. Dieser erste Satz von der 4. Sinfonie hat erstaunlich viele verschiedene Themen und Motive, die Mahler komponiert hat. Normalerweise sind es ja nur 2, maximal 3 ab und zu. Wir haben hier insgesamt 7 Stücke, die ich nicht alle zeigen möchte, aber doch ein paar wichtige. Stellen wir uns also vor, tatsächlich, es gibt da dieses kleine, liebe Kindchen, was sich erkältet hat und im Bett liegt. Und draußen hört es diese Schlittenfahrt. Alle sind vorweihnachtlich in der Stimmung, man freut sich auf die Geschenke. Und die kleinen Geschwister turnen uns ums Bett und machen einen riesengroßen Gaudi. Hören wir mal an, wie das klingt, wenn das passiert. Kann man sich gut vorstellen, oder? Kommt der kleine Bruder, macht die ganzen Kissen durcheinander und so weiter. Danach kommen noch die Eltern, die etwas besorgter sind, aber mit ganz viel Liebe und Zuneigung. Dann das Kindchen in den Arm nehmen und gucken, wie geht es ihm eigentlich? Hat er Fieber oder hat sie Fieber und was auch immer. Wir hören mal ein bisschen weiter jetzt. Schön, ne? Es ist schwer, Musik zu sagen oder Musik zu komponieren, und man das Gefühl hat, das tröstet mich jetzt. Weil jeder Mensch hört Musik anders. Und ich weiß nicht, was du oder du jetzt damit gerade in Zusammenhang gebracht hast. Die Art und Weise, wie intim und wie ähnlich gespielt wird, ist für mich eine sehr tröstende. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es auch andere Meinungen gäbe und ich die erfahren würde. Ich bin da sehr, sehr neugierig, was ihr davon haltet, was ihr hört. Ein weiteres kleines Partikelchen, was ganz, ganz spannend und unheimlich liebevoll ist. Liebevoll ist das Wort für den ersten Satz vielleicht. Ist ein kleines Duett zwischen Oboe und Fagott. Die machen was ganz, ganz, ganz Niedliches. Hören wir uns das mal an. Das war's schon. Und das ist so, ne? Wenn der kleine Bruder endlich mal wieder seinen Spielkameraden oder seine Spielkameradin haben möchte, dann ist es, wann kommst du denn endlich wieder? Das ist die ganz, ganz lieb gestellte Frage. Gehen wir mal weiter. Wenn sich der Zustand verschlechtern würde, dann fangen Menschen normalerweise an, sich Sorgen zu machen. Dann sind die Gedanken, was ist los, wenn derjenige mich tatsächlich verlässt und die irdische Existenz mit ihm gemeinsam nicht mehr sein kann. Dann gibt es kleine, kleine Hoffnungsmomente, die die Religion zum Beispiel bieten kann, die Spiritualität im Allgemeinen bieten kann oder auch die Auseinandersetzung mit
wie sollen wir es nennen? Vielleicht neutral mit dem, was danach kommt. Aber die spirituelle Antwort vom Maler ist eine ganz, ganz ausgezeichnet schöne. Da spielen 4 Flöten und rufen schon mal ganz, ganz fern aus dem Paradies und sagen, hallo, hier, komm mal her, hör dir das mal an. Das gucken wir uns auch mal an. Klingt verlockend irgendwie. Hat was ganz Kindliches und etwas, was überhaupt sowas von gar nicht bedrohlich, sondern fast einladend ist. Man denkt, hey, das kann also wirklich tröstend sein. Und ich glaube, genau so ist es gemeint. Der Höhepunkt des Satzes ist natürlich wieder etwas, was mit jungen Kindern zu tun hat. Kinder, die in der Situation, wenn sie also können, so ausgelassen und eigentlich wie verrückt toben. Und der Moment des Tobens, den hat er sehr, sehr, sehr schön komponiert. Und ihr werdet hören, es gibt den Moment dann, wo das Toben unterbrochen wird, und zwar durch ein besorgtes Elternteil. Dann ist eine Art von Flucht, das ist ganz witzig gemacht. Alles spielt und macht eine Kissenschlacht und dann, oh, Papa kommt und dann, alles flieht und es muss weglaufen, ganz schnell. Dann ganz unentschuldigt im Bett liegen und ja, ich werde gerade gesund. Hören wir uns das mal an, wie das gemacht ist. Alles läuft weg, großer Alarm und aus dem Nichts heraus Stille. Tür geht auf, guckt, alles in Ordnung? Natürlich, alles in Ordnung. Ganz unschuldig. Wir wissen am Ende des ersten Satzes noch nicht genau, wie ernst ist die Situation, wie bedrohlich ist jetzt eigentlich die Krankheit. Wir wissen nachher gleich aber, dass es sehr ernst ist und dass es tatsächlich bedrohlich ist. Der erste Satz endet mit einer ähnlichen kleinen Herausschmeißer. Das ist genau der Moment, wo dann die Tür wieder zugeht. Mama und Papa sagen, ja klar, alles klar, es schläft. Und dann passiert Folgendes.
Die Situation ist also eine sehr ernste. Doch ernster, als manch einer am Anfang wahrhaben wollte. Und Gustav Mahler hat sich überlegt, um das darzustellen, beziehungsweise überhaupt die Frage zu sich zu stellen, wie ist der Übergang von Leben zum Tod? Was ist eigentlich, wenn jeder Mensch so einen unbändigen Lebenswillen hat, was führt dann dazu, dass man den irgendwann aufgibt? Es gibt den, wie man sagt, Bruder Hein oder den Gevatter Tod, den sogenannten Sensenmann. In manchen Filmen ist das auch Brad Pitt, der kommt und die Leute abholt. Im zweiten Satz macht das ein kleines Skelett, eine ganz witzige Type. Die hat eine Fiedel mit dabei und mit der Fiedel spielt er die Seele des Kindes, umspielt er und umschmeichelt er und wirbt darum, dass sie mitkommt. Er hat das ganz witzig gemacht, der Maler. Es ist nichts Bedrohliches, sondern man denkt die ganze Zeit, ach komm, das klingt ja spannend eigentlich, mal gucken. Oh. Und dann zeigt er ein paar Stellen schon, guck mal da, wenn du da hinguckst, siehst du schon ein bisschen, wie es ist im Paradies und so. Und das dauert sehr lange, bis diese Seele nachgibt, aber am Ende schafft er es und nimmt das Kindchen mit. Ich möchte ein bisschen kurz zeigen, wie das läuft. Es gibt zwei ganz witzige Sachen, die er sich überlegt hat. Erstens ist eine Geige, die ein Ganzton höher gestimmt ist, sogenannte Scordatura. Und dieser etwas skurrile Klang unterstreicht erstmal die Skurrilität dieser Figur, diesem Knochenmann. Man hört auch ein bisschen hinten nachher, wie die Knochen klappern und klickern und wie das alles wackelt, wenn er tanzt. Und unterstreicht auch, dass der Sound dieser Geige, beziehungsweise dieser Ton, diese Farbe, schon woanders hin zeigt, nicht mehr von der Erde ist. Können wir uns das mal anhören? Guck mal bitte. Rebecca hat jetzt eine andere Geige und diese Geige ist ein ganz höher gestimmt. Spiel mal bitte das Hauptthema. Wunderbar. Klingt das jetzt toll anders? Naja, vielleicht noch nicht gleich sofort, aber wir hören uns mal an, wie es auf einer normalen Geige klingen würde. Friederike, sei doch mal bitte so gut, spiel doch mal nur die ersten Töne des Themas. Danke. Spielt mal bitte beide die leere Seite, die leere A-Seite. Hui. Soweit ist das auseinander. Spiel noch mal bitte den Anfang des Themas. Originalgeige. Danke. Jetzt nochmal von daher. Ja, ne? Deutlicher Farbunterschied. Und damit spielt er ganz viel rum. Wir hören uns mal den Anfang des Satzes an. Achtet mal drauf, das Thema wird von der Solo, von der Konzertmeisterin Geige immer wieder gespielt und hat was so wie Schlangenbeschwörung so ein bisschen. Und er umgarnt es die ganze Zeit, die Seele. Und immer, man hört im Hintergrund halt das Knochen, wie die Knochen gegeneinander klatschen und diese witzigen Geräusche machen. Das ist ein lustiger Typ, der da kommt. Gar nicht bedrohlich. Genau, das ist es. Man hat ein bisschen von diesem komischen Art von Tanzen. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, hallo, wie geht's? Und wirkt eigentlich gar nicht so bedrohlich, aber sieht total fremd und komisch aus. Knochengesicht, hat eine Geige in der Hand und spielt ein schönes Lied. Man muss halt ein bisschen lachen und dann fängt er an zu erzählen, wo er eigentlich herkommt und wo er sie gerne mitnehmen möchte, das kleine Mädchen. Das ist eine schöne Musik, die ganz, ganz toll jetzt wirkt. Und das werden wir gleich hören. Und am Ende ahnt das Kindchen bereits, dass das bedeutet, dass man die jetzige Welt, in der sie jetzt gerade lebt und die sie sehr, sehr gern hat, verlassen muss. Da gibt es einen kleinen Panikaufschrei. Hört doch mal rein, bitte.
Gehört? Wenn nicht, nochmal zurückspulen, kein Problem. Geht also weiter. Sie ahnt, wohin es gehen möchte oder hingehen soll, und aber er lässt nicht nach. Sie möchte das noch nicht und er wirbt weiter. Und dann erzählt er etwas ausführlich über das Paradies. Hören wir uns das mal an. Auch verlockend. Er wirbt insgesamt 3-mal, spielt er das Lied und immer wieder kommt es ein kleines Stückchen näher, dass der Gedanke doch ganz interessant wäre, dem jetzt mal zu folgen. Und am Ende nimmt sie seine Knochenhand, die laufen los und gehen. Und dann im letzten Moment dreht er sich nochmal um und zwinkert so in die Kamera zurück. Hört mal rein. Mit Auftakt. Zweiter Satz vorbei. Er hat gewonnen, er hat sie mitgenommen, kriegt sie, hat sie an die Hand und beide gehen, das ist so was Freiwilliges. Man kann nicht sagen mitgenommen, sondern diese Seele hat sich dazu entschlossen, mitzugehen. Und wir sind im dritten Satz gelandet. Im dritten Satz haben wir eine ganz ruhevolle Musik. Das ist auch das Wort, was Gustav Mahler drüber schreibt, um uns Dirigenten die Stimmung und auch das Tempo zu geben. Ruhevoll. Und ruhevoll ist wirklich so gemeint. Ein Gesicht, was ganz ruhig und in sich seiend angeguckt wird, gezeichnet wird, und zwar durch Musik gezeichnet wird. Und ihr kennt das wahrscheinlich, es gibt diese Menschen, die diese unglaublich schöne Ausstrahlung haben, was ganz tief ist. Und manche haben sogar diese Ausstrahlung, wenn sie geschlossene Augen haben und wirken trotzdem ganz interessant und ganz, dass man fasziniert hingucken muss und einfach nicht weggucken kann. Woher kommt das? Hat sich Mahler auch gefragt. Und das sind wahrscheinlich, jetzt gerade in unserem Fall, ist es ein Gesicht, was ausdrückt, beziehungsweise was ein Thema hat und sich gerade mit dem Tod, mit dem Sterben beschäftigt. Im dritten Satz passiert das. Im dritten Satz wird der Übergang sein von der Erde ins Paradies. Hören wir uns mal den Anfang an. Ganz ehrlich, dieser langsame Satz gehört mit zu dem Schönsten, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt an Musik. Wir können das nur ausschnittsweise darstellen, weil das halt ein sehr langer, langsamer Satz ist. Der geht fast 20 Minuten. Es ist sozusagen dieser letzte Moment, dieses letzte Ausatmen
bevor das wirklich nicht mehr atmet, den hat er vertont. Und es gibt im Laufe des Stückes ein paar Erinnerungen noch an die schöne Zeit, ein paar letzte Gedanken und kurz bevor der Satz endet, kommt ein unfassbar großer Ausbruch. Und dieser Ausbruch ist der Augenblick, wo die Himmelspforte geöffnet wird. Der liebe Gott steht da und lädt ins Paradies ein. Hören wir uns mal diesen kleinen Moment vorher an und dann, wie es durchläuft. Tut weh, die Stelle zum Aufhören und deshalb auch ein kleiner Tipp. Hört euch den Satz bitte auch bis zum Ende an. Was jetzt kommt ist, die Seele ist rüber, der Mensch auf der Erde ist gestorben. Und dieses Nachspiel, was jetzt kommt, kann man nicht erklären mehr, kann man nur noch hören und dann für sich selber entdecken. Das war der dritte Satz. Gleich sind wir im vierten Satz. Der vierte Satz ist also das Ziel unserer Reise, beziehungsweise das Paradies ist das Ziel unserer Reise. Ein sehr optimistischer Gedanke. Und das ist auch eine Nachricht, die Mahler in die Welt senden wollte, der Optimismus. Kraft und Mut, das Leben zu genießen und dann zu sein, das wird am Ende gut ausgehen. Mahler setzt jetzt eine Sängerin ein. Wir haben das am Anfang schon gehört, aber noch nicht darüber gesprochen. Die kommt jetzt erst dazu und singt von den himmlischen Freuden. Der Text spricht von ziemlich verrückten Sachen, von ganz vielen Heiligen, die da mal kochen, hier mal musizieren und so weiter. Das ist also ein bisschen so, naja, es wird aus dem Paradies heraus erzählt und wir Menschen, die noch nicht im Paradies sind, wir können das ja gar nicht nachvollziehen. Das heißt, für uns wird das immer verrückt und immer komisch klingen, bis zu dem Moment, wenn wir da sind. Dann haben wir die andere Brille auf und dann sehen wir dadurch, ach, so ist das gemeint. Ah, und dann macht plötzlich alles einen Sinn. Trotzdem endet diese Sinfonie, ich würde sagen, offen, mit einer ganz großen Stille. Man weiß im Konzert, und ich wünsche euch sehr, dass ihr das mal im Konzert hört, dieses Stück, nicht genau, höre ich das jetzt noch wirklich von außen, von der Harfe und den Kontrabässen, oder ist es schon in meinem Körper der Klang. So leise ist das unter Umständen. Vielen Dank, dass ihr mit uns zusammen diese Reise gegangen seid. Wir sind das Jugendsinfonieorchester, kurz Sinfo, der Tübinger Musikschule. Ich bin Kirill Stankow und ich bitte jetzt nochmal unsere Supersolistin Johanna Pomrans mit nach vorne und wir musizieren noch ein bisschen vom letzten Satz. Tschüss.